Holzheizen oder Infrarotheizen? Dieser Frage gehen wir heute nach. Wo ist der Unterschied? Wo sind die Vorteile? Wo sind die Nachteile? Herzlich willkommen in einem neuen Video vom Infrarothimmel. Wir beschäftigen uns heute genau um das, ums Holzheizen. Und das Holzheizen hat halt heute immer wieder einen Nachteil. Man sieht es ja da schon. Holz muss vorbereitet werden, Holz muss getrocknet werden, Holz muss getragen werden. Wenn es abgebrannt ist, dann habt ihr heute zwar ein klasse schönes Feuer, aber kennt ihr den Unterschied zwischen Infrarotheizen und Holzheizen? Ein Holzofen habt ihr ein schönes warmes Feuer. Wenn ihr davor steht, sie ist unmittelbar warm, es kommt eine schnelle Wärme, aber schnelle Wärme ist nie gut. Warum? Weil schnelle Wärme heißt Konvektionswärme, schnelle Wärme heißt, warme Luft steigt auf, kalte Luft geht nach unten. Und kennt ihr das? Umso mehr ihr einen Ofen heizt, weil wenn die warme Luft nach oben geht, drückt die kalte Luft nach unten. Das heißt, umso mehr die Raumhöhe, umso mehr haben wir das Thema, dass die kalte Luft unten bleibt. Das ist die Konvektion, die Luftumwälzung. Wenn ihr heute euren Ofen nicht ständig Holz nachfeuert, dann werdet ihr ganz schnell wieder kalt haben. Und das ist der Nachteil der schnellen Lufterwärmung. Es ist keine nachhaltige Wärme. Das große Thema dabei ist aber noch ganz was anderes. Ihr müsst Holz tragen, ihr müsst Feuer machen. Auch wenn ihr einmal nicht gut beieinander seid, müsst ihr mal ein Feuer machen. Ja, ich sage mal so, ein Holzofen ja, aber wenn nur für die Gemütlichkeit, nicht für die Heizenergie. Wenn dann nur fürs Feuer, fürs Knistern, für die Atmosphäre. Aber für die Wärme habe ich viel was Besseres. Genau deswegen, wir sind da jetzt gerade mitten in die Berge. Es geht momentan ein sehr kalter Wind. Die Wärme, was ich jetzt auch bei minus 20 Grad heute in mein Gesicht habe, ist Infrarot. Und das ist die Sonne hinter uns. Und die Sonne ist heute natürliches Infrarot. Und Infrarot geht durch die Luft durch und erwärmt die Festkörper. Deswegen spüre ich die Wärme auf meiner Haut. Warum dann mit Infrarot heizen? Ja, ganz einfach. Jede Oberfläche im Raum, ob es jetzt ein Boden ist, ob es eine Wand ist, ob es ein Möbel ist, ob es ein Decken ist, ob es heute Bodenfläche ist, gibt heute natürlich Infrarot. Das heißt, jeder Gegenstand, auch dieses gefrorene, kalte Holz da, gibt jetzt ein da vielleicht 10, 15 Grad minus Infrarot ab. Ja, Infrarot minus, ja klar. Das ist jetzt ein Gefroren. Und dadurch habe ich da jetzt eine sogenannte Kältestrahlung. Man spürt sie sogar da, obwohl da jetzt die Sonne scheint, spüre ich von der rechten Seite von dem Holz eine sogenannte Kältestrahlung. Ich spüre es aber auch genauso heute da Schnee von unten her. Das kennt's auch, wenn im Schnee irgendwo steht. Das heißt, kalt und warm ist einmal Infrarot, ob ich will oder nicht. Wenn die Sonne untergeht, bleibt Infrarot C übrig. Umso feuchter, umso kühler und umso trockener, umso wärmer. Deswegen reden wir heute bei Schnee und Eis genauso von einer Kältestrahlung, die was auf 1,5 Meter spürbar ist. Genauso spüren wir es aber heute auch von einem warmen Feuer, 300, 400 Grad in der Abbrandstelle. Und dann gehst du davor, spürst du diese wunderbare Wärme, gehst du ein bisschen weiter weg, ist nichts mehr spürbar. Das ist auch nur mal die warme Luft. Und das ist der Unterschied zwischen Strahlungswärme und Lufterwärmung. Und wenn ich jetzt unsere Celsius Infrarotpaneele nutze, dann habe ich heute auf 12 Meter Raumtiefe eine sogenannte Reflexion und Rückreflexion von den Bauteilen. Es wird heute alles warm und dann ist aber die Luft Luft. Das heißt, die Luft ist kühler und sie hat keine Konvektion mehr, sie hat keine Luftumwälzung mehr, weil auch der Boden, genauso die Möbel, die Wände und die Decken, alles warm ist innerhalb von 1 Grad. Aber was passiert, wenn euer Feuer ausgeht? Dann ist euch kalt. Was passiert, wenn heute Celsius der Strom weg ist? Dann ist nicht kalt, weil Speicherwärme ist das, was nachhaltig ist. Wir reden mal von einer nachhaltigen Bauteilerwärmung, wir reden mal von einer Erwärmung der Möbel, wir reden mal von einer Erwärmung von jedem Sessel, von jedem Boden, von jeder Wand, von jeder Decken und alle Oberflächen sind ein Vielfaches mehr als wie die Grundfläche. Wir reden mal da heute von 200 Watt, wir reden mal aber von 100 Watt. Und mehr davon wissen, geh auf www.infrarothimmel.at. Willst du heute noch mehr Videos sehen, dann geh auf unseren YouTube-Kanal, da sind etliche Playlists, schaut euch auch mal die alten Videos an, wie haben wir die auch kategorisieren versucht. Infrarotheizung ist nicht gleich Infrarotheizung und geht's jetzt rein in den Shop, bestellt euch eine Celsius Infrarotheizung, es ist kalt und ihr werdet es nicht bereuen. Bis demnächst von Infrarothimmel. Viert euch.